Das letzte Rennwochenende Porsche Sports Club Deutschland war in Österreich, in Spielberg am Red Bull Ring. Wir haben in der Endurance gewonnen, sind Halbzeitmeister geworden. Fokus hier in Oschersleben ist ganz klar. Wir wollen in der Endurance gewinnen, unsere Tabellenführung weiter ausbauen. Dieses Wochenende sind wir in der Motorsportarena Oschersleben. Eine sehr, sehr schöne Strecke, hier tief im Osten. Der Nachteil dieser Strecke, sie ist nicht sehr breit. Sie hat zwar viel Auslaufzone, ist aber sehr, sehr technisch. Und dadurch zählt vor allem das Qualifying. Die Abstimmung, das Setup des Fahrzeugs ist sehr, sehr wichtig, weil mit einem sehr guten Setup und einer guten Qualifying-Runde kann man sich relativ weit vorne platzieren. Und je weiter man vorne ist, desto bessere Karten hat man auch, dann wirklich das Rennen am Podium zu beenden. Am Freitag in unserer ersten Practice Session haben wir vor allem mal den Fokus auf ein gutes Setup gelegt. Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt, was möchten wir probieren, wie möchten wir das Ganze angehen vom Testen her. Haben das Ganze dann aufgesplittet auf den 5 Sessions, die wir zur Verfügung haben. Haben neue Reifen benutzt, immer wieder neu aufgezogen, also neue Slicks. Auf dieser Strecke muss das Auto schon gut passen, insbesondere weil du sehr viel mit dem Auto vorne über die Vorderachse rotieren musst. Musst du gucken, dass du ein Auto hinbekommst, wo du die Rotation hast, aber immer noch nicht zu viel übersteuern. Und ich glaube, dieser Grad, der ist schwer zu finden, aber wenn du ihn schon mal gefunden hast, dann weißt du, dass ein gutes Setup hast. So kann man den Freitag nutzen, um sich auf die Strecke einzuschießen und ein gutes Setup fürs Wochenende zu erarbeiten gemeinsam, um dann im Qualifying und im Rennen zu performen. Die Herausforderung hier im Qualifying war das wechselnde Wetter. Wir hatten im freien Training ja Regen, dann abtrocknende Strecke. Wir wussten nicht, regnet es nicht. Also ging es darum, schnellstmöglich rauszufahren, Rundenzeiten zu setzen. Wir wussten aber auch, dass die Rennstrecke am Ende der Session natürlich den meisten Grip hat und man dann am schnellsten ist. Also war es ein Abwägen zwischen dem Peak der Reifen nutzen gleich zu Beginn, um gleich zu Beginn sichere Rundenzeiten zu haben, falls es doch wieder anfängt zu regnen, oder am Ende dann, wenn man am meisten Grip hat. Ich finde, wir haben eine gute Balance dazwischen gefunden. Am Ende hatte ich Startplatz 6 in der Klasse, was ganz okay war. Startplatz 6 war die Außenseite für Turn 1. Für mich tatsächlich die bessere Startposition, weil direkt nach Turn 1 geht es in Turn 2 rechts rum und wenn man dann innen ist, ist es besser. Hat sich heute auch wieder so gezeigt. Ich bin in Turn 2 nach innen rein. Vor mir gab es eine Berührung, eine Kollision und ich konnte so relativ gut 4 oder 5 Plätze sogar gewinnen und war dann plötzlich 5. Overall und 2. in der Klasse. Am Start ist er richtig gut weggekommen. Also er hat direkt ganz viele Plätze gut gemacht, war direkt 2. in seiner Klasse. War schon ein richtig starker Start. Hinter mir hat sich eine Kette gebildet von 6, 7 Caymans, die alle eng beieinander waren. Es wurde ständig gefightet. Ich habe es im Rückspiegel teilweise sehen können. Toll für die Zuschauer auf der Tribüne, die hatten richtig was zu sehen. Es ging so lange, bis das Safety Car kam. Dann wurde das gesamte Feld nochmal eingefangen und es gab den Safety Car Restart. Hinter mir gab es dann einen Positionstausch. Der gelb-schwarze East Racing hat den roten Cayman überholt. Kurze Zeit später hat er es auch versucht, an mir vorbeizugehen. Wir hatten sogar eine Berührung, hat er dann geschafft. Einen Platz verloren, war aber immer noch Platz 3 in der Klasse. Steve Caroli war hinter mir, hatte dann versucht, mich in den letzten 2 Kurven schon zu überholen. Hat er nicht geschafft und dann sind wir auf Start- und Zielgerade hintereinander gefahren. Er war hinter mir, hat meinen Windschatten genutzt und ja,
Handbremse Turn 1. Ja, wie soll ich sagen? Anbremsung Turn 1 hat er versucht, mich zu überholen, hat innen angebremst. Ich konnte mich aber auch nicht in Luft auflösen. Ich konnte auch die Lenkung nicht weiter aufmachen. Es war einfach nicht möglich, weil ich ja dann auch wieder in Turn 2 rechts rumkommen muss. Und er ist auf die Wiese ausgewichen und hat mich dann abgeräumt. Für mich ging es dann in den Reifenstapel. Ich konnte das Rennen nochmal fortsetzen, war aber dann Letzter, habe nochmal 2 Positionen gewonnen, habe die noch überholen können, bin dann am Ende 9. in der Klasse geworden. Ja, war natürlich unbefriedigend, wenn du hoffst, dass du aufs Podium fährst und am Ende 9. wirst, weil du abgeschossen worden bist oder weil du einen Unfall hast, ist natürlich ja, der Samstag dann auch gelaufen und die Stimmung entsprechend limitiert. Auto war auch beschädigt, Tür kaputt, Seitenschweller kaputt, vorderer Kotflügel kaputt und noch diverse Kleinteile. Ist natürlich doppelt ärgerlich und ja, aus meiner Sicht war es auch völlig unnötig. Natürlich ist das dann etwas mental. Das ist nicht immer einfach, daran vorbeizugehen. Und ich hoffe, dass er da auf jeden Fall morgen nochmal den Schalter umlegen kann, mit einem frischen Kopf wieder in Sprint GT rennen und dann natürlich auch ins Endurance, wo wir zusammen um den Sieg kämpfen wollen. Und das musste abhaken und er hat einen guten Job gemacht. Damit muss er heute Abend ins Bett gehen. Der Sonntag hat gestartet mit dem Qualifying. Dann war es wieder so, der Christoph musste seine Pflichtrunden fahren und dann habe ich das Steuer übernommen und bin dann ins Auto eingestiegen. Bin dann eine ziemlich ordentliche Zeit gefahren. Ich denke, der Gap war groß, also war schon eine ordentliche Runde und Qualifying war auf jeden Fall zufriedenstellend. Auch wenn ich eine richtig gute Runde treffe, bin ich nie der Überzeugung, dass es nicht schneller geht. Ja, schneller geht's immer. Nach dem Qualifying kam das Sprint GT-Rennen 2 für dieses Wochenende. Ich bin von Startplatz 7 in unserer Klasse gestartet, auf der äußeren Spur. Gleiche Position wie gestern auch. Die für mich persönlich bessere Linie, weil man dann Turn 2 eng nehmen kann. Am gestrigen Tag hat man es sehr deutlich gesehen, da war viel Tourbo vor mir, haben sich mehrere zur Seite geschoben. Also von daher war ich mit der Startposition nicht unzufrieden. Es ging sofort los mit einem Cayman, der in Rauch aufgegangen ist. Das Auto hat riesig gequalmt, ist dann auch gar nicht vom Start wirklich weggekommen. War kein Fahrzeug aus unserer Klasse. Es war eine lange Einführungsrunde, weil das Safety Car sehr langsam gefahren ist, damit die Streckenposten das Fahrzeug wegbekommen, sodass wir einen Start machen konnten. Biegt dann in die letzte Kurve ein, dann warten alle, dass die Ampel grün wird und man durchbeschleunigt. Ist mir gut gelungen dieses Mal. Sofort wieder im Pult gewesen. Halt der Nachteil, wenn man von Position 7 startet, ist man faktisch im Mittelfeld unterwegs und ja, dann Kurve 2 wieder innen genommen. Es gab die eine oder andere Rangelei, aber ich konnte nicht wirklich Plätze gewinnen. Vor mir haben die doch sehr ordentlich gefightet. Für mich war eigentlich klar, dass es eine Frage der Zeit nur ist, bis es dann zum Unfall kommt. Ein Fahrzeug von East Racing hat sich gedreht, ist in die Mauer eingeschlagen. Dann kam auch der Krankenwagen und alles. Das ist immer ein bisschen ein unschönes Gefühl, aber der Paul Schubert ist dann ausgestiegen auch und konnte eigenständig das Auto verlassen. Wir hatten dann wieder eine relativ lange Safety-Car-Phase. Es waren 5 oder 6 Runden Safety-Car, wo das Feld wieder eng zusammengeführt wurde. Die Folge war, dass alle sehr kalte Reifen hatten. Es war auch hier wieder die große Schwierigkeit, Luftdruck, Temperatur in die Reifen reinzubekommen über das Waven. Der rote Cayman GT4, der vor mir gefahren ist, hat es nicht geschafft. Sie hatte wohl sehr große Probleme. Ich konnte sie direkt in Turn 3 überholen, auch einen großen Gap dann einfahren und habe mich dann hinter Osman gehängt und war zu dem Zeitpunkt Vierter. Und dann haben wir gesehen, am Race Control Tower wurde eine Meldung rausgehängt. Drive-Through-Penalty für die Startnummer 289. Das war das Fahrzeug, was zu dem Zeitpunkt auf Position 1 lag. Somit war klar, dass ich noch eine Position gewinne. Am Ende des Tages für mich der Lucky Punch.
So viel Pech, wie ich am Samstag hatte, so viel Glück hatte ich dann am Sonntag. Und dass ich dann mit Platz 3 in der Klasse das Rennen beenden konnte. Die ärgsten Verfolger von mir in der Tabelle sind alle 3 ausgeschieden oder waren hinter mir. Sprich, ich konnte von Platz 6 wieder auf Platz 4 nach vorne springen, war ein wichtiger Schritt. Und ja, war ein persönlicher Abschluss des Wochenendes in der Sprint GT. Die Herausforderung in der Endurance ist, dass wir mit den GT3 Cup-Fahrzeugen zusammen starten. Denen gegenüber sind wir doch sehr unterlegen. Die GT3 Cup-Fahrzeuge haben bedeutend mehr PS wie die Caymans und das ist am Start immer ein bisschen problematisch. Ich hatte GT3 Cup-Fahrzeuge hinter mir, ich hatte sie auch vor mir. Das heißt, wir müssen gucken, dass ich den Abstand so gering wie möglich halte. Und wenn die Ampel auf grün springt, geht der Pulk los. Und ja, dann ist immer ein hohes Potenzial, dass es auch krachen kann, weil der eine oder andere dann nochmal einen optimistischen Bremspunkt sitzt. Heute ist es gut verlaufen. Alle gut durchbekommen durch Turn 1, Turn 2 und dann hieß es, Temperatur in die Reifen zu bekommen und das Fahrzeug zu pushen und seine Position zu verteidigen. Ich habe am Start in unserer Klasse eine Position verloren, war dann in der Klasse auf P2, konnte mich sehr deutlich absetzen vom Drittplatzierten und vom Viertplatzierten und habe versucht, den Gap nach vorne hin so gering wie möglich zu halten und habe 40 Minuten gefightet, gepusht. Alles gegeben. Mein Gap war nicht allzu groß zum Erstplatzierten in der Klasse. Nach 40 Minuten bin ich in die Box gekommen zu unserem Pflichtboxenstopp. Wir hatten ein Boxenstopp-Fenster von 4 Minuten, in denen wir Reifen wechseln müssen und nachtanken müssen, sowie einen Fahrerwechsel vollziehen. Dann ist Daniel wieder rausgegangen und hat dann angegriffen, um Platz 1 zu erobern. Ich habe das Auto übernommen auf P2. Ab Mitte des Rennens habe ich dann immer mehr Zeit aufgeholt auf dem ersten. Und dann konnte ich mein Überholmanöver hinten bei der Hotelkurve setzen. Danach war es einfach, die Mission immer mehr wegzuziehen, einen guten Gap rauszufahren, was ich dann auch geschafft habe. Und in der letzten Runde konnte ich noch einen GT4 RS überholen. Daniel hat das Auto dann über die Ziellinie gebracht, in Führung liegend. Wir konnten uns den Klassensieg holen und mit dem Klassensieg konnten wir völlig überraschenderweise, und damit hat tatsächlich vor dem Wochenende überhaupt niemand gerechnet, auch die Meisterschaften unserer Klasse uns sichern. Das 2 Rennwochenenden vor Saisonende. Unfassbar, mir fehlen die Worte zu. Ein großer Erfolg für mich und Christoph, ist für mich persönlich jetzt auch mein erster Titel im Automobilsport und dafür bin ich sehr dankbar und sehr glücklich und es ist einfach ein sehr besonderer Tag auch für uns als Team. Jetzt ganz klar das Ziel, der Fokus ist darauf gerichtet, wir wollen den Gesamttitel holen. Dann könnte es eine unfassbar erfolgreiche Saison und da werden wir jetzt alles für geben und sind völlig darauf fokussiert, dass wir das entsprechend auch umsetzen können.